Ja, guten Tag, Herr Blackholmer. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie uns sagen, was Ihre Forschungsschwerpunkte und Ihre Forschungsinteressen sind und wo Sie forschen? Zunächst danke für die Einladung. Mein Name ist Fritz Blackholmer. Ich bin tätig am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien. Bin dort spezialisiert auf die ägäische Bronzezeit, also das minoisch-mykenische Griechenland, und interessiere mich innerhalb dieses Bereiches für einzelne Phänomene, sagen wir es einmal so. Die Farbe ist eines davon, Geschichtsverständnis, Ikonografie sehr stark, wie funktionieren Bilderwelten, wie funktioniert Ikonografie und anderes mehr. Sagen Sie mir, Herr Blackholmer, wenn man irgendwie Zeitreisen möchte als Vorgeschichtsforscher, und wenn man sich eine Welt sucht, in der alles heiter und schön ist, in der wenig Krieg vorkommt, in der Ikonografie die Leute lustig ins Wasser springen, wunderschöne Frauen rumlaufen, kurzum, wo es ausschaut, als wäre man im Paradies. Dann möchte man immer ins Minoische reisen. Auch die Keramik ist wunderschön verziert und so weiter und so fort. Ist das eine Darstellung einer Idylle, die wir dort an den Wänden haben? Ist das die Darstellung eines Traumes, eines Ideales? Ist es die Darstellung einer Realität? Kommt es nur in Palästen vor oder auch in Hütten? Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Sie meinen mit dieser Beschreibung und Charakterisierung nicht das minoische Kreta. Nee, das weiß man mittlerweile schon, das wusste übrigens auch schon Arthur Evans, dass es so einfach nicht sein kann. Das weiß man vor allem, forschungsgeschichtlich ist es sehr interessant, mit dieser Anti-Evans-Strömung seit den 50er Jahren, 60er Jahren, dann das Revival, dieser Anti-Evans-Strömung in den 80er, 90er Jahren bis heute, wo ihm sehr viel in die Schuhe geschoben wird. So dumm war er nicht, ganz im Gegenteil. Er war eigentlich derjenige, der noch bevor er in Knossos mit den Grabungen begonnen hat, Wehrgehöfte, Türme, Befestigungsanlagen durchaus in dem, was Schliemann und andere, Pausanias auch, Kyklopenmauerwerk genannt haben, im mykenischen Festland. So etwas hat er schon damals in Ostkreta zum Beispiel entdeckt, als kretisch-minoisch erkannt. Und man darf sich eben nicht täuschen lassen von der Bildwelt. Man darf sich nicht täuschen lassen durch die beliebige Auswahl an Befunden und Funden. Da hat sich unser Bild schon verdichtet und da sind sehr viele, sagen wir so, ursprünglich erwartete, aus heutiger Sicht unerwartete Befunde und Funde zutage getreten. Also man kann sozusagen sehr viel aus dem wissenschaftsgeschichtlichen Repertoire der Evans- und Nach-Evans-Zeit heute streichen. Das mit dem ersten Monotheismus der Menschheitsgeschichte oder nahezu dem ersten, das kann man, sage ich einmal, vergessen. Aber dennoch ist es so, wir haben da vor den Orient zum Beispiel, der nicht weit liegt, eine ganz klare, seit der Narma-Plakette in Ägypten, eine ganz klare Herrschaftsikonografie. Der Herrscher zerstampft die fremden Städte, er unterwirft die Feinde, die Städte werden gestürmt und so weiter und so fort. Und das sieht doch im minoischen Kreta sehr viel heiterer und gelassener aus. Ist das also, was ist das? Ist das bloße Dekoration? Ist es ein Lebensideal? Ist es die Darstellung des Olymp? Was weiß ich? Denn auch die Götterwelt tritt ja nicht auf. Es tritt keine Athene auf, es tritt kein Zeus auf und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz andere, fremde, gleichsam nicht griechische Welt, wenn wir es aus dem klassischen Griechenland zurück anblicken. Jemand hat einmal meines Erachtens sehr treffend von einer widerspenstigen Kultur gesprochen. Wie gesagt, sehr viele Quellen fehlen. Wir wissen, und daran schuld sind nicht so sehr Archäologinnen und Archäologen, als vielmehr, sage ich einmal, Minorinnen und Minor selbst. Wir kennen kein Herrschaftsbild, das wirklich als solches standardisiert definiert wird. Der Herrscher mit klaren Insignien und Konvention hat etwas mit einer klaren Verdeutlichung von Situationen, von Charakteren und anderem, Individuen auch zu tun. Wir kennen keine Typologie von Kronan. Oberägypten, Unterägypten, Sie wissen, da gibt es Differenzierungen, das ist alles klar definiert. Im Falle des minoischen Kreta sieht es so aus, dass wenn Herrscher überhaupt dargestellt sind, verwendet bewusst die maskuline Form, dann sind sie als unspezifische Männerfiguren in einer entsprechenden Situation geschildert. Auf der Jagd natürlich gegen ein übermächtiges Wesen, das es auf Kreta nie gegeben hat, wie den Löwen zum Beispiel.
im Kampf gegen irgendwelche anderen. Diese Gegner werden aber auch nicht sozusagen als Fremde, als Nicht-Minoer, Ausländer würde man heute sagen, charakterisiert, sondern das sind unspezifische Männerfiguren, die minimal hervorgehoben werden durch die Handlung im Bild. Außerhalb der Ikonografie sind unsere Quellen für Herrschaft minimal. Da gibt es in Knossos zum Beispiel im Palast so etwas wie einen Thronsaal. Das ist ein Raum, der ikonografisch, architektonisch, auch durch einen Thron, Gipsstein hervorgehoben wird. Trotzdem ist durch nichts bewiesen, dass dieser eine sehr gut erhaltene Raum im Palast von Knossos wirklich, sagen wir mal, der bedeutendste Saal dieses umfangreichen sogenannten Palastes oder kosmologischen Zentrums wirklich war. Es gab größere Räume, wahrscheinlich auch bedeutendere Räume in den Obergeschossen, in anderen Palasttrakten und so weiter. Und was ist erhalten? Ein Thron, flankiert von Greifen, mythologische Sphäre, keine Diener, kein Fächerträger, was auch immer. Und das sind unsere Quellen und Schriftquellen, die zum Teil nicht lesbar sind, wie bei den allermeisten Schriften der Ägäis, oder wie im Falle der mykenischen Linear B-Schrift, also in einer anderen Zeit, die uns dann sehr wohl, sagen wir mal, knallhart informieren, männlich, an der Spitze, den Göttern nah, Frau hat er wohl auch gehabt, also ein, wenn ich das so sagen darf, normales System, wie man es erwarten müsste. Und so manches weist darauf hin, dass das minoische Kreta nicht völlig anders funktionierte. Wie ist es mit diesen Bildern? Es erscheint sogar nichts, was wir so in der Ikonografie kennen, aus dem Späteren. Also es erscheinen die griechischen Götter nicht, die wir kennen, die wir ja irgendwie annehmen müssten schon zu dieser Zeit, sondern es erscheinen aber offenbar Altäre, aber auch die schauen anders aus. Also was sind eigentlich diese Bilder? Was bedeuten die? Bleiben wir, wenn wir zu den Göttern kommen, einmal auf dem mykenischen Festland in der Spätbronzezeit, 14. bis 13. Jahrhundert, weil wir für diese Zeit Schriftquellen zur Verfügung haben, die wir auch lesen können, Linear B, und größtenteils auch verstehen können. Und diese Schriftquellen sind sozusagen der Garant dafür, dass wir richtig liegen, wenn wir den Bildern misstrauen. Was haben wir in den Linear B-Texten? Circa 40, 50 Gottheiten. Aus unterschiedlichen Palastarchiven stammen diese Tafeln, die sich mit diesen rituellen, religiösen Bereichen und diesen göttlichen Adressaten und deshalb auch die Nennung von Götternamen beschäftigen. Dort werden genannt, in beliebiger Reihenfolge, Poseidon, Athena, Botinia, aber doch Athena, eine Artemis, ein Zeus, eine Hera und so weiter und so fort. Also vertraute Gottheiten aus dem klassisch-antiken Pantheon von Homer und danach, römische Zeit und danach. Es gibt aber auch Gottheiten wie die genannte Botinia. Es gibt Gottheiten mit ganz seltsamen Begriffen, die wir zum Teil aus dem klassisch-griechischen Altertum überhaupt nicht kennen. Ein Enuario wird er dort genannt, der praktisch keinen Sinn ergibt. Andere Gottheiten sind Beinamen späterer Gottheiten. Und in Summe ist das schon recht dicht. Ein Aspekt noch, es gibt zum Beispiel eine weibliche Form von Zeus, also nicht nur eine Hera, Hera heißt sie in der Silbenschrift, sondern auch eine Dione als Pendant, weibliches Pendant zu Zeus. Also ein buntes Pantheon und sehr viele dieser Gottheiten sind sozusagen verloren gegangen im Laufe der Dark Ages. Was reflektieren dann die Bilder? Offensichtlich etwas anderes. Weil wir, und deswegen muss man da eigentlich mit mykenischer Zeit beginnen, weil wir hier, wie gesagt, die Rückversicherung haben. Das Pantheon, das kann man recht gut festlegen. Da ist die Informationsdichte recht gut der Schriftquellen. Die mykenische Ikonographie, die zeitgleiche zu diesen Texten, die ist beliebig. Die wird dominiert von Frauengestalten, die man in den religiösen Bereich setzen kann. Ein beträchtlicher Teil davon werden wohl auch Göttinnen sein. Sie ist dominiert von der gleichen Ikonografie wie im vorangehenden minoischen Kreta, von den gleichen Mischwesen. Also hier läuft eine Tradition weiter in der Bildkunst, die minimal verändert wird. Und gerade bei diesem wichtigen Bereich des Götterkultes, der Religion, des Glaubens, der Sicherheit auch für Machthaber, da tut sich in der Bildwelt verblüffend wenig.
Ein paar Krieger und ein paar Kämpfer kommen hinzu, aber ansonsten wird hier Symbolik aus dem minoischen Kreta weiter tradiert. Das wäre jetzt natürlich unvorsichtig, würde man sagen, schön, wir haben diese abgesicherte Evidenz aus dem 14. und 13. Jahrhundert, aus der mykenischen Welt. Jetzt projizieren wir das auf das ältere minoische Kreta. So einfach geht es nicht. Nur, ich glaube, man tut gut daran, wenn man einfach für das ältere minoische Kreta das wirklich annimmt, womit im Vergleich mit den Nachbarkulturen auch zu rechnen wäre. Ein buntes Pantheon, männlich, weiblich, Regionalgottheiten, im Zuge einer Zentralisierung des minoischen Kreta wahrscheinlich so etwas wie eine vereinheitlichte Religion und das sehr vielfältig. Die Bildquellen, die lügen allerdings, die täuschen vielleicht mit gutem Grund. Und ein Grund, ohne dazu sehr abzuschweifen, ein Grund könnte meines Erachtens der sein, dass einfach im Zuge einer Zentralisierung von Macht und Religion als Medium der Macht, dass hier ein Pantheon vorgetäuscht wird oder der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist eine unspezifische, festlich gekleidete Frauenfigur, in der jede Region, jede einzelne Siedlung auf Kreta erkennen wollte, wen sie wollte. Also doch Religion an den Wänden. Das auf jeden Fall. Das ist unbestritten, das erkannte schon Evans. Und diese Informationen, die haben sich eigentlich verdichtet im Laufe der Zeit und nicht zuletzt auch durch die Linear B-Texte. Aber trotzdem extrem ungewöhnlich, dass man hierarchische Herrschaft hat, aber die Bildwelt eigentlich nicht dazu nutzt, seine Herrschaft zu erhöhen oder seine Herrschaft letztlich zu verdeutlichen. Das haben wir ja eben als typische Begleiterscheinung im Vorderen Orient. Also eigentlich doch eine ungewöhnliche Bildwelt, die ja dann verschwindet in der Folge. Wie ist es in dieser Bildwelt? Spielt da die Farbe Rot eine besondere Rolle oder ist das eine ganz normale Farbe in diesen Bildern? Die Farbe Rot hat in der Ägäis erstens eine sehr weit zurückreichende Tradition als Symbolfarbe, als Farbe des Bedeutenden, begonnen in der Frühbronzezeit im 3. Jahrtausend. Da werden die bedeutenderen, reicheren Gebäude innerhalb einer Siedlung in proto-urbanen Kreta betont durch rote Überdünchung von Wänden, von Fußböden. Was interessant ist, dass mit Aufkommen der Paläste, der Palastgesellschaft vor allem, hier auch eine Veränderung in den Funktionen von Architektur, auch in der Funktion von Rot dann erkennbar ist. Rot wird das Kultische, Rot wird das, sagen wir mal, politisch-gesellschaftlich Bedeutsame und das hängt natürlich alles zusammen. Aber das ist der Grund, warum ab dem 2. Jahrtausend dann Räume, die in Verbindung mit Ritual, möglicherweise wohl auch Herrschaft stehen, warum dort konzentriert Wände, Fußböden und so weiter in Rot gekennzeichnet werden. Korridore, die rot überdüncht sind, Wände und Fußböden wiederum zum Teil und die nicht mit Ikonografie vielleicht ausgestaltet sind, die werden also als Farbkennzeichen mit Rot betont und führen sozusagen durch sogenannte Paläste, durch sogenannte Villen und markieren das Besondere. Allerdings unter den Vorzeichen der Religion, wenn man das so plakativ vereinfacht sagen möchte. Also Rot als Farbe der Macht, der Herrschaft, der Religion. Ja. Woher kommt dieses Rot? Ist das ein Eisenoxid? Ist das eine mineralische Farbe? Wo sind da die Tagebaue oder wo sind da die Quellen? Das ist in der Regel Ockerrot, das keineswegs exklusiv war, das gewonnen werden konnte. Es gibt den Begriff des sogenannten minoischen Rot, in Anlehnung vielleicht an das pompeianische Rot, also ein sehr farbintensives, bisschen dunkleres Rot, das immer wieder verwendet wurde, aber eine Farbe, die weder synthetisch war noch irgendwie kostbar in dem Sinne, dass Technologie hier einen größeren Wert besessen hätte. Wie unterscheidet sich eigentlich mykenische und minoische Wandmalerei oder Ikonografie und Darstellung? In, sagen wir mal, verblüffend geringem Umfang. Dieser Antagonismus minoisch-mykenisch, der geht meines Erachtens zurück auf diese politisch durchaus hässliche Zeit der Zwischenkriegszeit,
wenn das eine minoisch ist, dann muss mykenisch etwas anderes sein, das sich in allem vom minoischen unterscheidet. Und so geht es natürlich nicht. Oder wenn man eine Kultur, bevorzuge den Ausdruck ägäisch oder frühägäisch oder altägäisch, wenn die forschungsgeschichtlich so läuft, wie sie gelaufen ist, zuerst Mykene mit einer dominanten Persönlichkeit, Schliemann, dann das minoische Kreta mit einer also sehr markanten Gestalt Evans, die als erster praktisch so eine Art Enzyklopädie unseres Wissens schafft. Gibt seither nichts, keine Neuauflage des Palace of Miners. Wenn jetzt sozusagen zwei Pole einander gegenüberstehen, dann tut man sich natürlich schwer, die nicht in Kontrast zu setzen. Aber im Endeffekt wird hier, wie zuvor anhand der Gottheiten bereits angeklungen, sehr viel gretisch-minoisches übernommen von den Mykenern, wenn man das überhaupt so plakativ sagen darf. Oder anders ausgedrückt, plakativ in der Form hoffentlich noch legitim, wissenschaftlich legitim. Mykener wollten zu einem beträchtlichen Teil so sein wie die da unten mit ihrer überlegenen, weiterentwickelten Palastkultur, und das waren die minoischen Kreter. Mykener waren lernbereit, wenn man das so plakativ ausdrücken darf, und diese Verwandtschaft ist sozusagen das Normale. Alles andere, die Unterschiede, wenn man so möchte, und die gibt es schon auch, die sind eher die Ausnahme. Keramik, Entwicklung heißt immer Veränderung, selbstverständlich. Der Wandel von Palaststaatlichkeit in Richtung griechisches Festland und so weiter. Das Interessante finde ich ja, dass die minoische Kultur so stark ist, dass sie sogar der ägyptischen standhält. Denn wenn Römer nach Ägypten gehen, bauen sie nicht die kapitolinische Trias, sie bauen keine römischen Tempel in Ägypten, sondern sie sehen, dass es ein Unterfangen, das sinnlos wäre. Aber die Minoer gehen nach Ägypten und machen minoische Wandmalerei in Ägypten. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit unseren Modellen der Dominanz und des Standhaltens, ob wir dem wirklich gerecht werden. Aber es ist aufgrund von zahlreichen Funden, nicht nur Teletapa, auch Del Cabri, Levante, Israel, auch allerlei andere Fundstätten, da ist es schon recht deutlich, spätestens seit den 90er Jahren, dass ein, sagen wir einmal, Exportartikel des minoischen Kreta oder der minoischen Welt damals sicherlich Kunst war, sicherlich Wandmalerei war, in einer Freskotechnik, die Kalkputz erfordert, eine eigene Technologie, die indigen auf Kreta selbst im frühen 2. Jahrtausend erfunden wurde, beibehalten wurde. Und das war schon ein Markenzeichen des minoischen Kreta, das man an seinem Herrscherhof haben wollte. Das ist unbestritten. Bei den konkreten Anlässen dafür, und das dürften diese, sagen wir mal, minoischen Räume, minoischen Raumgruppen waren sicherlich im Fall von Teletapa, das ist mehr als nur ein Raum, dem könnte man schon gerecht werden mit einem Vergleich des chinesischen Zimmers in einem neuzeitlichen Palast. So irgendwie in diese Richtung wird es schon gehen. Also der exotische Touch, der war vorhanden, der war wichtig, und diese minoische Ikonographie, minoische Technologie auch, wurde nicht sozusagen übernommen von Levantinern, von Ägyptern, sondern das blieb etwas Fremdes, wenn man so möchte. Wie ist es mit Farbe oder der Nennung von Rot in Linear B-Texten? Kommt das vor? Es gibt in den Linear B-Texten, und die sind wie gesagt sehr gut lesbar und auch gut verständlich, aus sprachwissenschaftlichen Gründen, vor allem wenn es um Einzeltermini geht, da sind bislang ca. 39 Farbtermini bekannt. Farb- und Glanzbegriffe muss man sagen, weil das ja ineinander übergeht. Und ein beträchtlicher Teil davon, 7 bis 9 Stück, vielleicht noch mehr, aber dann kommt man in die wissenschaftliche, sprachwissenschaftliche Grauzone, bezeichnet Rotbegriffe für die Kontexte, die eine Palastverwaltung natürlich interessieren. Was ist das? Die Ökonomie, Textilproduktion. Da wird auf ein und derselben Linear B-Tontafel unterschieden zwischen unterschiedlichen Rottönern zum Beispiel. Also das war nicht synonymer für denselben Rotton, sondern das war eine fein differenzierte Farbenpalette, die offensichtlich zumindest in der Textilweberei hier, Textilfärberei, zur Verfügung stand. Dann gibt es Rotbegriffe oder verstecken sich Rotbegriffe in Anthroponyme, also in Personennamen.
Byros aus der späteren klassisch-antiken Mythologie gut verwandt, gut bekannt, ist ein Hirte oder Schmied, weiß ich jetzt nicht, ein Normalsterblicher selbstverständlich, eine Byra, Buwo und Buwa heißen die dann in der Linear B-Silbenschrift. Die begegnen immer wieder und konzentrieren sich, auch das ist interessant, schon auf reichere Gesellschaftsschichten, zum Teil aber auch, wie gesagt, auf Hirten und so etwas wie eine Farbenhierarchie, eine gesellschaftliche, dürfte zum Teil schon vorhanden gewesen sein. Wie ist es mit den Stoffen? Ist es schon Purpur, das dort Verwendung findet? Die Purpurschnecke ist ja allgegenwärtig. Oder färbt man mit pflanzlichen Farbstoffen? Gibt es da Hinweise? Die Purpurfärberei, sagen wir so, diese Technologie aufgrund von Purpurschnecken in der Form, die man dafür erwarten würde, reicht in der Ägäis sehr weit zurück, mindestens bis zum Beginn des 2. Jahrtausends. Die Evidenz, die archäologische Evidenz, die ist sehr umfangreich. Wenn man allerdings die Ikonographie betrachtet und auch wenn man die Linear B-Texte sich ansieht, Purpurea zum Beispiel, Porphyrios, Purpur, noch andere Begriffe verweisen in die Richtung, dann kommt man doch recht deutlich zum Ergebnis, dass ein exklusiver Königspurpur, wie wir alle ihn natürlich gerne hätten, wenn Purpurfärberei gut bezeugt ist, dass dafür eigentlich nichts spricht. Wenn Purpurarbeiter als Vanakatero in Diensten des Vanaks, späteren homerischen Anaxandron, im Sinne des Königs, des Herrschers, arbeitend, in seinen Diensten arbeitend genannt werden, dann bezeugt das eigentlich nur, dass eben auch aus dieser Handwerksgruppe für den Palast eine gewisse Gruppe von Bediensteten tätig war. Betrifft aber auch Keramik, betrifft Fayencearbeiter zum Beispiel und andere mehr. Also die starke Exklusivität des Purpur, die wird durch nichts nahegelegt, nichts bestätigt zumindest. Herr Brackholmer, Sie haben sich mit noch anderen Dingen beschäftigt, außer dem Minoischen, nämlich mit den ganz beeindruckenden, künstlerisch extrem beeindruckenden Kykladen-Idolen, die ja häufig, wenn ich es richtig sehe, als Grabbeigaben vorkommen, die uns aber leider ganz, ganz häufig ohne Kontext überliefert sind. Ja. Und diese Kykladen-Idole treten ebenfalls auf in Verbindung mit der Farbe Rot. Können Sie uns dazu etwas sagen? Da kann ich nicht aus eigenen Forschungen Ihnen etwas berichten, aber eine Sache ist schon markant, die vor allem durch naturwissenschaftliche, technische, neuere Methoden wirklich wunderbare Ergebnisse erbracht hat, nämlich dass statistisch betrachtet circa die Hälfte der Kykladen-Idole Farbspuren in irgendeiner Form, in irgendeinem Umfang aufweist, das ist gut bezeugt, und zwar in einer Art und Weise, die man bisher eigentlich nicht erwartet hat. Gut, dass Augen angegeben waren, zum Teil die Frisur flächig, zum Teil sogar die Haarlocken am Hals, an der Rückseite irgendwie angegeben sind, das ist nicht verwunderlich. Was ebenfalls bereits seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt ist, dass es Gesichtszeichen gibt, Punkte, Punktreihen, Strichreihen, Stirn, Wangen, Kinn, wo auch immer, zum Teil an den Armen auch. Das ist, ja, damit hat sich die Forschung schon anfreunden müssen. Also Körperbemalung, Gesichtsbemalung, Tätowierung, schwer zu unterscheiden natürlich, das ist gut bezeugt mittlerweile. Was aber besonders interessant meines Erachtens ist anhand dieser neueren Untersuchungen, dass es kompliziertere Muster gibt, die erkennbar sind, Zickzacklinien, Augenmotive, und zwar nicht nur dort, wo die Augen ohnehin angegeben waren in vielen Fällen, sondern zum Beispiel über den physischen Augen, sogenannte Augenmotive am Hals, Oberarm, wo auch immer. Also da muss sich die Forschung schon jetzt auseinandersetzen mit der Bedeutung dieser Symbole offensichtlich. Und was vielleicht auch bemerkenswert ist, physische Details, physische Bestandteile des menschlichen Gesichts und Körpers zum Beispiel wurden in Blau, Blau-Schwarz angegeben, Gesichtszeichen, Körperbemalung, Tätowierung allerdings konsequent in Rot.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass möglicherweise im Leben auch die Menschen entweder rot tätowiert wurden oder rot bemalt wurden. Oder dass zumindest diese Markierung des menschlichen Körpers in bestimmten Situationen bedeutungsvoll, relevant, notwendig war. Bei Tätowierungen, die trägt man natürlich sein ganzes Leben. Da könnte aber sehr wohl natürlich der Zeitpunkt der Tätowierung einen sehr wesentlichen Beginn, Geschlechtsreife, was auch immer, von Männern und vor allem von Frauen gekennzeichnet haben. Was bedeuten diese Kykladen-Idole eigentlich nach heutiger Forschung? Was ist ihr Sinn? Da tut man sich wie bei so vielem in der minoisch-mykenischen Archäologie sehr leicht, indem man einfach sagt oder aufzählt, was sie alles nicht bedeuten. Es sind sicherlich keine Göttinnen oder Götter, diese zu 95% weiblichen Figurinen. Es könnten, kommen wir in den Graubereich, es könnten Dienerinnen für den oder die Bestattete sein, es kämen andere Möglichkeiten in Frage. Also da schwimmt man sehr stark heute. Bis zu wie vielen Idolen sind denn in den Gräbern? Und zum Teil gibt es ja erstaunlich große Idole. Und sind die Idole auf Gräber beschränkt oder gibt es auch andere Verwendungszwecke? In den allermeisten frühkykladischen Gräbern befinden sich überhaupt keine Idole. Es sind auch nicht unbedingt die reichsten Gräber, in denen sich Kykladen-Idole befinden, aufgrund der anderen Beigaben. Es gibt natürlich Gräber, in denen mehrere Kykladen-Idole deponiert wurden. Es gibt, um Ihre einzelnen Fragen zu beantworten, Kykladen-Idole im Siedlungskontext sehr wohl. Dort ist es allerdings, habe mich damit einmal beschäftigt, wenn man sich die archäologischen Kontexte wirklich betrachtet, zu 90% Kykladen-Idole in jüngeren Kontexten, die bei der Plünderung älterer Gräber gefunden wurden. Plünderung sicherlich nicht auf der Suche nach Kykladen-Idolen, sondern nach Bronze selbstverständlich, die dann in den jüngeren Siedlungskontext gelangten, was immer man damit gemacht hat, bis hin zu Baumaterial zum Füllen von Mauerritzen und Kick-ups aus einer älteren Periode. Antiquität, sinnfremdes Altertum sozusagen, das wird man diesen als Bedeutung schon unterstellen dürfen. Herr Blaukulber, vielen Dank für die Auskünfte. Wir sind jetzt sehr viel schlauer, was das minoische Kreta betrifft. Und ich bin schon gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.